Du bist ja hier fast schon ein Urgestein. Die wievielte Technoklassiker ist das? Oh, die wievielte Technoklassiker ist das jetzt für mich? Ich muss zugestehen, wir haben ja 2 Aussetzer gehabt in der Corona-Zeit. Aber vor 25 Jahren waren wir zum ersten Mal hier. 25 Jahre ist das her. Schon eine Weile. Wie sind denn so deine Erfahrungen? Warum kommst du immer wieder? Warum verkaufst du deine Autos offensichtlich gerne auf der Messe? Die Leute verlangen heute sicherlich eine größere und eine höhere Qualität insgesamt. Aber natürlich muss man Qualität auch zeigen. Gerade in der heutigen Zeit, wo du natürlich über das Internet, über Bilder und Bilderbearbeitung relativ die Produkte gleich machen kannst. Das kannst du auf der Messe nicht. Auf der Messe kannst du wirklich die Lackqualität sehen, du kannst es anfassen, da gibt es die Haptik, da gibt es das Gesamtbild. Ja? Das kann sich viel besser vertiefen auf einer Messe, wenn du so ein Fahrzeug live siehst, als im Internet, wo man ja doch ein bisschen, ich will mal sagen, nicht schummeln, aber das wäre vielleicht der richtige Ausdruck, ich würde mal sagen, retuschieren kannst. Das geht auf der Messe nicht. Und deswegen sind wir, das muss man sagen, eindeutig Messegewinner. Ihr hattet früher ein ganz buntes Angebot an Fahrzeugen und jetzt habt ihr im Prinzip ein eigenes Produkt geschaffen. Ne? Ursprünglich kommen wir ja aus dem Motorsport. Ich habe also fast 27 Jahre lang auf Porsche Autorennen gefahren, überall in Europa, teilweise auch in Amerika, war eine schöne Zeit. Und daraus ist ja der Handelsbereich entstanden. Also ich habe dann Autos gefunden, die selten waren, die in gutem Zustand waren, die was Besonderes waren und die haben wir zum Verkauf angeboten. Aber da muss man sagen, hat sich eine lebende Entwicklung gegeben. Es gab eben den Kunden, der einen schönen, alten, gebrauchten, damals 15 Jahre alten Porsche der 70er Jahre gekauft hat, der vielleicht auch ein bisschen patiniert war. Das hat sich verändert im Laufe der Jahre. Die Autos sind teurer geworden, aber die Ansprüche sind auch gestiegen. Ja. Also wurde immer mehr Wertschöpfung natürlich notwendig. Mit anderen Worten, wir mussten dann irgendwann anfangen, mussten die Autos neu lackieren, wir mussten die Fahrwerke überholen. Dann die Autos wurden natürlich älter im Laufe der Jahre, dann waren sie nicht mehr 17 Jahre alt, sondern 27 Jahre alt. Und dann mussten die Motoren gemacht werden, weil auch die Materialien damals andere waren als heute und dort auch allein die Zeit einen gewissen Verschleiß auslöst. Also das heißt, es wurde mehr in die Autos investiert, die Autos wurden besser, die Autos wurden immer mehr restauriert. Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, Mensch, lass uns doch was Eigenes kreieren. Jetzt sind wir schon so weit, wir haben so eine hohe Fertigungstiefe im Karosseriebau, in der Lackiererei, im Motorbau, im Fahrwerksbau. Wir müssen teilweise Produkte nachproduzieren, weil sie gar nicht mehr verfügbar waren. Gewisse Blechteile, Scheiben, Instrumente, Sitze, gewisse Sitze waren gar nicht mehr verfügbar. Also da müssen wir diese Sitze wieder bauen, weil die Leute sie halt haben wollten. Und wir haben eigentlich immer mehr Produkte entwickelt, geschaffen und auf einmal bestand die Möglichkeit, hey, wir haben jetzt so viel gemacht und können daraus eigentlich ein eigenes Auto kreieren. Also das war die Entwicklung davon. Und wenn man in die Tiefe geht, da muss man schon verstehen, die Leute wurden auch anspruchsvoller in Form von, ich will moderner fahren. Ja. Du weißt selber noch, als wir losgejuckelt sind über eine Rallye und du fährst ein Auto von 72, 73 oder 69, dann ist das natürlich laut, unbequem, ja, weil es leicht war, wenig Hubraum hatte. Ja. Es gab einen gewissen Verschleiß, aber heute gibt es eine Kundschaft, die sagen, ich will diese alte Optik, ich will auch den, ich sag's mal ein bisschen salopp, den geilen Sound. Ja. Aber was ich nicht will, ich will nicht frieren in dem Ding, ich will eine Heizung. Ja, ich will eine Klimaanlage, ich will eine Klimaanlage, genau. ABS. Genau, ich will mir nicht beim Lenken die Arme ausrenken, sondern ich will eine vernünftige Servolenkung. Okay. Und so kamen wir dann dazu, dass wir ein Auto genommen haben, der späten 80er, Anfang 90er Jahre, den Porsche 964-Typ. Ja. Das bietet das Auto alles. Das Auto hat immer noch die Schräglenker-Hinterachse, das Auto hat immer noch den luftgekühlten Motor, das Auto ist tatsächlich noch ein Ur-Porsche. Aber er bietet eben die Klimaanlage, er bietet das elektrische Schiebedach, ja? Er hat die Servolenkung, er hat ein ABS-Steuergerät. Er sagt, wenn wir das jetzt kombinieren, unsere Entwicklung, unser Design der frühen Autos der 70er Jahre, also ST, diese verbreitete Rennsportvariante, dann mit diesem modernen Auto, oder moderneren Auto muss man sagen, modern ist er immer noch nicht, der ist ja auch schon wieder 30 Jahre alt, aber mit diesem modernen Auto kombinieren, dann haben wir wirklich ein tolles Produkt. Wie sieht das aus, euer Produkt? Also ihr habt jetzt hier im Prinzip Fahrzeuge, die ihr ausstellt. Leute kommen hierher, können sich ein bisschen angucken, was möglich ist und dann können sie ihr Fahrzeug selbst konfigurieren? Genauso ist das. Okay. Wir haben natürlich nur gewisse Kapazität. Also es ist nicht so, dass wir den Handel mit klassischen Porsche-Sportwagen nicht mehr betreiben. Den betreiben wir nach wie vor. Ja. Nur wir verkaufen keine 100 Autos mehr im Jahr oder 80. Wir verkaufen heute im Handelsbereich roundabout 50 bis 60 Autos, also etwas weniger, weil wir nur sehr qualitativ hochwertige Autos anbieten, verkaufen wollen, um dem Kunden am Ende auch gerecht zu werden. Das ist die eine Seite. Und die zweite Sache, bei den Autos, die wir produzieren, haben wir natürlich nur eine gewisse Kapazität. Und die liegt im Augenblick bei 12 Autos im Jahr. Okay. So, und davon sind 4 Autos vergeben nach Amerika, da habe ich ein festes Kontingent.
Ja. Ich will mich von so einem Markt nicht total abhängig machen, aber man muss einfach konstatieren, dass in Amerika einfach die Leute bereit sind, deutlich mehr für so ein Auto zu bezahlen. Das ist der Punkt, das ist einfach so. Wir haben allerdings auch ein paar mehr Kosten. Also Transport kommt dazu, es gibt gewisse Importsteuern. Ja. Wir haben eine Servicestation vor Ort, die Geld kostet. Wir müssen dort präsentieren. Trotzdem, Amerika, da macht man ein gewisses Kontingent, das ist das eine Thema. Und die anderen Autos verkaufen wir in Europa. Nochmal zu eurem Produkt. Was können die Leute alles sozusagen konfigurieren? Motor, Innenausstattung, Farbe oder noch mehr? Die Leute können schon einiges konfigurieren. Also diese Autos haben den großen Vorteil, dass es sie schon werkseitig in verschiedene Konfigurationen gab. Es gab 3,6 Liter Varianten, es gab 3,8 Liter Varianten. Wollen die Leute eher ein komplett individuell konfiguriertes Auto, so nach dem eigenen Geschmack, wo du vielleicht manchmal sagst, naja, würde ich jetzt so nicht machen? Oder tendieren sie eher dazu, das Auto möglichst so zu machen, dass es auch auf den zweiten Blick noch historisch aussieht? Also sie wollen es historisch und das ist die absolute Wahrheit, sie vertrauen mir extrem, weil ich denke, dass da ein sehr ästhetisches Gefühl von unserer Seite aus da ist, was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Es soll nachhaltig sein. Also sie vertrauen uns, aber natürlich spielen wir mit den Farben. Und wichtig ist auch, wenn wir dann natürlich so ein Auto machen, dann ist es nicht nur der Umbau, sondern das ganze Auto wird auch restauriert. Und wenn das ganze Auto restauriert wird, wird natürlich auch das Getriebe restauriert. Und wenn das Getriebe restauriert wird, auch der Motor restauriert. Und zwar richtig restauriert. Das heißt, von der Kurbelwelle angefangen, über den Motorblock, über verstärkte Bolzen, neue Kolben, neue Zylinder. Und eben auch zum Thema Umwelt. Klar, heute gibt es viel mehr Möglichkeiten in der Abgasreinigung. Die Fahrzeuge sind damals gebaut worden mit einem 60-Zellen-Katalysator. Es war nur einer da für beide Zylinderbänke. Und heute machen wir 2x100 Zellen-Katalysatoren da rein. Also jede Zylinderbank hat eine Abgasreinigung, die ist mehr als 1,5 Mal so gut wie die Originale. Ja? Also es ist wirklich auch da was getan. Bringt uns aber auch den Vorteil, dass wir dadurch eine bessere Abgasführung haben und das Auto deutlich besser läuft. Jetzt hast du hier so ein paar verschiedene Autos ausgestellt. Welchen findest du für dich am stimmigsten? Ich liebe dieses Grau, das ist das Graphit Grau. Ihr kennt alle vielleicht noch aus der Le Mans-Verfilmung mit Steve McQueen, wie er 1971, als der Film entstanden ist, mit seinem alten 911er S in einem Schiefergrau praktisch da nach Le Mans reinfährt. Ja. Das läuft im Vorspann des Filmes. Schön. Und dann kann man mit dem Interieur spielen. Ich finde jetzt diesen Cognac-Farbton, ja, der Name des Leders heißt Bentley, es hat eine sehr feine Haptik, ja, und das kombinieren wir dann mit den alten Bezugsstoffen. Ja. Also ich finde das für mich am stimmigsten. Dann sehe ich aber mal wieder Viperngrün, die 70er Jahre, aber am besten beide. Ja, ich habe auch schon einen Kunden gehabt, der sagt, das habe ich jetzt, finde ich gut, aber so einer muss auch noch her. Ja? Das klingt doch gut. Das klingt Viel Erfolg. Vielen Dank. Ciao, mach's gut.